Porsche-CEO Blume kündigt das schwerste Jahr Mercedes an. droht Problem mit Luxusautos. Bittere Prognose für Luxusautohersteller. Ist der Sportwagenmarkt 2024 wirklich am Ende? In diesem Video enthüllen wir die Wahrheit über den Sportwagenmarkt 2024 und erzählen euch, wieso wir einer anderen Meinung sind, wie die Stimmung, die aktuell den Markt prägt. Dabei haben wir 5 Faktoren identifiziert, die den Markt 2024 maßgeblich beeinflussen werden. Denn anhand mehrerer Beispielsfahrzeuge, unter anderem diesem Ferrari GTC4 Lusso V12, dem 992 GT3, unserem 992 GTS sowie dem Ferrari 430 Scuderia, werden wir anschaulich erklären, wie sich diese Faktoren auf Angebot, Nachfrage und auch die Preise auswirken werden. Wird der Markt steigen oder fallen? Lasst es uns herausfinden. Ihr wisst ja, unsere Mission ist es, Transparenz in den Sportwagenmarkt zu bringen, also lasst uns gemeinsam in die Analyse einsteigen. Dabei bedienen wir unserer Verkaufsdaten, machen einen Exkurs in die Fahrzeugbörsen und schauen uns Aktionsergebnisse an. Am Ende des Videos könnt ihr dann für euer Fahrzeug einschätzen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Verkauf ist, bzw. ob ihr jetzt bei eurem Traumfahrzeug zuschlagen solltet. Bitte berücksichtigt, dass es sich hierbei um unsere Einschätzung als Sportwagenhändler handelt, stark nach Hersteller und Modell in der Analyse differenziert werden muss und auch wir keinen Blick in die Glaskugel haben. Damit sind wir auch schon bei Faktor Nummer 1, Ausdünnung des Marktes zur Mitte des Jahres hin, am Beispiel Porsche 992 GT3. Was soll das heißen? Konkret soll die Produktion des 992 GT3 im April 2024 eingestellt werden. Die letzten Fahrzeuge werden also vermutlich bis Mitte des Jahres ausgeliefert. Entsprechend ist der Großteil der GT3s bereits produziert und der Market Supply, also die Anzahl der Fahrzeuge, die auf den Gebrauchtwagenmarkt kommen, wird entgegen der letzten Monate abnehmen. Zum anderen ist das Facelift-Release nicht klar und wenn man eines darüber sagen kann, dann ist es, dass es keinen nahtlosen Übergang geben wird. Unter Umständen kommt das Facelift erst einige Monate später, was das Angebot nochmal senken würde. Also werfen wir zunächst einen Blick in die Fahrzeugbörsen. Aktuell sehen wir, dass fast 250 Fahrzeuge alleine in Deutschland angeboten werden und fast 300 Fahrzeuge in Europa. Das ist natürlich eine Menge Holz. Besonders wenn wir uns an Anfang 2022 zurückerinnern, wo es teilweise unter 100 Fahrzeuge waren, oder 2021, wo es eine Handvoll GT3 Touring im Angebot gab. Was sehen wir noch? Wir sehen, dass sich die Fahrzeuge dem Listenpreis angenähert haben und nicht wie die letzten 2 Jahre über dem Listenneupreis verkauft werden. Wir kommen auch hier schon zu Beispiel Nummer 1, einem Porsche 992 GT3. Wir haben hier nun ein Exemplar mit Schalensitzen, Klappschrottpaket und Lift aus 2022. Der Neupreis sollte 2022 rund 195.000 Euro betragen haben, also wird er aktuell leicht über dem damaligen Neupreis angeboten. Aktuell liegt der Listenpreis aufgrund der vielen Preiserhöhungen, die Porsche gefahren hat, etwas über dem Inseratpreis. Um das zu zeigen, haben wir einmal das Fahrzeug nachkonfiguriert. Und siehe da, er liegt aktuell bei rund 207.000 Euro mit nahezu der gleichen Ausstattung. Jetzt werfen wir noch einen kurzen Blick in unseren Bestand. Dazu gehen wir auf unsere Webseite und dort auf den Fahrzeugbestand. Hier sehen wir 2 GT3 in Paint to Sample, wobei wir den NATO-Olivfarbenen zum damaligen Listenpreis anbieten, also unter dem aktuellen Listenpreis, und das Exemplar im PTS Moonlight Blau zum aktuellen Listenneupreis von 250.000 Euro. Wo geht die Reise hin? Wir glauben, dass der Angebotsüberschuss, der zu einer Abwertung in den letzten Monaten geführt hat, sich zum Frühling hin in einen Nachfrageschuss wandeln wird. Damit sehen wir eine weitere Abwertung gestoppt und erwarten eine Seitwärtsbewegung auf dem aktuellen Preisniveau. Kaufen oder verkaufen, bei beidem ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Zum anderen ist nicht klar, ob das Facelift überhaupt noch den beliebten
4,0 Liter Saugmotor haben wird oder schon hybridisiert ist. Das führt uns auch schon zum zweiten Faktor: das Produktionsende einiger Vollverbrenner und mögliche Hybridisierung der Nachfolgermodelle. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Artikel hier oder diesen Artikel gelesen habt. Im Netz kursieren unzählige Berichte, wonach modellübergreifend von Carrera bis GT2 RS mit dem Facelift die Hybridisierung Einzug im 911 erhält. Ferrari hat mit seinen Mittelmotormodellen 296 und SF90 bereits vorgelegt und hybridisierte Antriebsstränge in seinem wichtigsten Segment platziert. Und es wird erwartet, dass Porsche 2024 nun nachzieht. Uns ist es wichtig zu betonen, dass wir keine Debatte für oder gegen elektrifizierte Antriebsstränge führen, sondern als Sportwagenhändler nüchtern die Markt- bzw. Nachfragekomponente analysieren. Im Moment sehen wir, dass aktuelle Sportwagen mit einem elektrifizierten Antriebsstrang herstellerübergreifend eine geringere Begehrlichkeit aufweisen als noch Modelle mit Verbrennungsmotor. Nun stellt sich die Frage, ist das ein vorübergehendes Erscheinungsbild, das mit zunehmender Zeit abnimmt, oder sehen wir eine dauerhafte Senkung der Begehrlichkeit von modernen Sportwagen? Aktuell scheint es jedenfalls so, dass die Hersteller noch Probleme haben, die Emotionalität eines Vollverbrenners auf elektrifizierte Fahrzeuge zu übertragen. Wir haben einmal hier und einmal hier. Wer würde das gegenwärtig nicht bestätigen? Zieht man einen Vergleich zur Uhrenindustrie, die diesen Wandel bereits in den 70er Jahren von mechanischen Uhrwerken auf Quarzwerke vollzogen hat, so sieht man heute, dass Uhrenliebhaber weiterhin auf mechanische Uhrwerke setzen und das Luxussegment ausschließlich von Herstellern mechanischer Uhren dominiert wird. In der breiten Masse, der es einfach um ein Zeitmesser geht, hat sich die Quarzuhr bzw. inzwischen die Smartwatch durchgesetzt. Wir bekommen zahlreiche Anfragen über die Wertentwicklung einzelner Modelle. Deshalb haben wir uns entschieden, regelmäßig die besten Fragen aus den Kommentaren in einem neuen Format zu beantworten. Was interessiert dich über den Sportwagenmarkt? Schreib es in die Kommentare. Werfen wir doch einmal die Frage in den Raum: Sind Sportwagenkäufer Autoliebhaber oder suchen sie Mobilität? Ich denke, ihr versteht, auf was wir hinaus wollen. Was bedeutet das konkret? Womöglich konnte es zu einer Preisstabilisierung aktueller Modelle mit einem Verbrennungsmotor, wie beispielsweise dem 992 kommen. Zudem haben wir womöglich bei einigen Modellen wie dem 992 GTS einen Tiefpunkt erreicht und damit den optimalen Zeitpunkt für einen Kauf. Das ist auch die perfekte Überleitung zu Faktor Nummer 3, der Aufwertung analoger Sportwagen am Beispiel 997.1 GT3 RS und Ferrari 430 Scuderia. Im Gegensatz zu den eben angesprochenen Fahrzeugen sehen wir bei puristischen analogen Sportwagen aus der Ära bis 2015 in den letzten Jahren eine sukzessiv steigende Nachfrage und Aufwertung der Preise. Ich spreche hier von Fahrzeugen wie dem Ferrari 430, 458, F12 oder den 911-Generation mit Saugmotoren wie beispielsweise dem 997 oder dem 991 vor Facelift. Lasst mich das einmal verdeutlichen, indem wir einen Blick auf die Auktionshistorie sowie das aktuelle Angebot der beiden Beispielsfahrzeuge werfen. Die Auktionsresultate sind zwar überwiegend aus den USA, jedoch sind die Preisentwicklungen in Europa relativ gesehen nahezu gleich. Beim 997.1 GT3 RS erkennen wir einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 140.000 US-Dollar in 2019 und einen Anstieg bis auf 215.000 US-Dollar in 2023. Das ist ein jährliches Wachstum von sagenhaften 9% bei einem Gesamtwachstum von 55%. Wo bekommt man diese Rendite sonst? Wir erkennen sogar einen leichten Anstieg in 2024, wobei dieser aufgrund der wenigen Auktionen aktuell noch nicht repräsentativ ist. Nicht so stark, aber dennoch ähnlich sehen wir es beim 430 Scuderia. Hier sehen wir einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 185.000 US-Dollar in 2019 und einen Anstieg bis auf 230.000 in 2023. Das entspricht einem jährlichen Preisanstieg von ca. 4,5% bzw. einem Gesamtwachstum von 24%. Um euch ein paar Verkaufspreise von uns zu nennen, gehen wir einmal auf unsere Webseite unter Referenzen
und schauen uns 3 Fahrzeuge an, die dies nochmals verdeutlichen. Hier haben wir einen 907.1 GT3 RS in der Sonderfarbe Orange, den wir im Januar 2023 für 160.000 € verkauft haben. Nun kommen wir auch schon zum zweiten 907.1 GT3 RS, ebenfalls in einer Sonderfarbe genannt Grün, den wir nur 3 Monate später für 170.000 € verkauft haben. Hier haben wir abschließend noch einen 430 Scuderia, den wir vergangene Woche für 230.000 € verkauft haben. Diese Autos wurden 2020 noch für ungefähr 180.000 € angeboten. Jetzt werfen wir noch einen Blick in den Markt und gehen hierfür erneut in Mobile. Porsche 907 von 415 bis 415 PS, in das Textfeld packen wir RS und siehe da, es sind lediglich 36 Fahrzeuge. Hier und da hat sich ein normaler GT3 darunter gemischt, wenn wir die noch abziehen, sind es noch ungefähr 30 Fahrzeuge. Nun setzen wir die Laufleistungsgrenze noch bei 50.000 Kilometer, denn mehr sollten es nicht sein für ein sammelwürdiges Fahrzeug. Und siehe da, es sind nur noch 24 Fahrzeuge. Setzt man den Filter noch auf Deutschland, dann bleiben noch knapp 20 Fahrzeuge übrig. Unsere Erfahrung ist jedenfalls, dass viele Fahrzeuge Vorschäden hatten, starken Rennstreckeneinsatz oder auch Überdreher. In der Realität bleiben dann noch eine Handvoll Fahrzeuge übrig. Also ein geringes Angebot trifft auf der einen Seite auf eine sehr hohe Nachfrage. Beim 430 Scuderia werden lediglich 26 Fahrzeuge europaweit angeboten, was im Vergleich zu den Zahlen, die wir vorher beim GT3 gesehen haben, mit rund 300 Fahrzeugen natürlich verschwindend gering ist. Demgegenüber steht natürlich auch eine deutlich kleinere Produktionsstückzahl von gerade einmal 2500 Einheiten. Setzen wir jetzt hier den Filter einmal noch auf 50.000 Kilometer, dann sehen wir hier mit Standort Deutschland haben wir noch rund 12 Fahrzeuge im Angebot. Was wollen wir damit sagen? Der Track Record dieser Fahrzeuggeneration ist sehr gut, wie wir in den Auktionsergebnissen gesehen haben. Sie erfreuen sich weiterhin einer steigenden Nachfrage und das Marktangebot ist äußerst gering und tendenziell weiter abnehmend. Unsere Prognose ist, dass diese Fahrzeuge mittelfristig eine Seitwärtsbewegung haben werden, langfristig aber deutlich aufwerten. Was bedeutet das für den Verkäufer? Wir haben aktuell ein Allzeithoch erreicht und er kann beim Verkauf eine satte Rendite realisieren. Der Käufer auf der anderen Seite hat die Chance, ein wertstabiles Fahrzeug zu erwerben, das ihm nebenbei unglaublich viel Freude und puren Sound bereiten wird. Und sollte er es für einige Jahre halten, kann er unter Umständen auch eine gute Rendite erzielen. Wir erwarten, dass bei einem Kauf in 2024 das Fahrzeug aufgrund der Wertstabilität praktisch umsonst gefahren werden kann. Faktor Nummer 4. Neue Modelle mit Hype-Potenzial. Bei allen Änderungen, die wir aktuell in der Automobilwirtschaft sehen, wird 2024 einer der Jahre mit den heißesten Releases. Was wird alles kommen? Bei Porsche ist nun der 718 Boxster Spider S released worden. Eines der krassesten Cabrio, die jemals wohl auf den Markt kamen. Mit einem 4 Liter Saugmotor, 500 PS im kleinen Boxster-Chassis, Leichtbau und einem Sound, der schon im GT4 RS für Furore gesorgt hat. Dann kommt möglicherweise der 992 GT2 RS. Stellt euch das einmal vor. Die Aerodynamik des GT3 RS gepaart mit der Power des GT2 RS. Das wäre wahrscheinlich die ultimative Waffe und das krasseste Serienfahrzeug, das je aus Zuffenhausen kam. Bei Ferrari kommt der erste Luxus-SUV, der Puro Sangue, mit einem 6,5 Liter V12 Saugmotor und 725 PS. Wie verrückt ist das denn bitte schön? Dann steht die Nachfolge des 812 im Raum und auch hier hört man Spannendes. Viele vermuten inzwischen, dass der Ferrari noch ein letztes Mal den V12 Sauger bringt. Sollte das ihnen gelingen, wäre die Sensation perfekt. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie krass der Hype sein wird. Vielleicht das Fahrzeug mit dem größten Hype ist der Lamborghini Revuelto. Gelingt es Lamborghini, das für extremes Design mit V12-Motoren wie kein anderer Hersteller steht, seine Kundschaft mit dem hybriden Konzept zu überzeugen? Also viele spannende Releases, neue Technologien und bereits jetzt ein großer Hype um einige Modelle. Aber was bedeutet das nun konkret? Die weitere Entwicklung des Sportwagenmarktes wird maßgeblich davon abhängen, wie diese hybridisierten Fahrzeuge vom Markt angenommen werden
und wie sich die Restwerte der älteren Generation entwickeln werden. Sollte es den Herstellern nicht gelingen, ihre Stammkunden von Hybridfahrzeugen zu überzeugen, dürfte die Aufwertung älterer Generation weiter an Fahrt aufnehmen. Sollte es ihnen aber gelingen, kann auch frischer Wind in den Markt kommen. Damit kommen wir auch schon zum letzten, dem 5. Faktor, der hohen Nachfrage aus Exportmärkten, am Beispiel Ferrari, GT C4 Lusso und 992 GT3 RS. Habt ihr euch schon einmal gefragt, wo die ganzen limitierten Fahrzeuge, die teilweise viele Hunderttausende Euros über den Neupreis gehandelt werden, eigentlich hingehen? Richtig, in die Märkte, in denen die Allokation von Sondermodellen geringer ausfällt als die Nachfrage, also in eher kleine Märkte. Und wo sind die? In Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südkorea, Hongkong, Thailand und so weiter. Aktuell sehen wir weiterhin eine sehr hohe Nachfrage aus diesen Märkten, besonders an die Modelle GT2 RS, 911 Dakar, 812 GTS, Lamborghini Urus, G63 und weiteren Topmodellen. Bereits dieses Jahr haben wir schon mehrere dieser Fahrzeuge in diese Länder exportiert, darunter alleine 2 992 GT3 RS. Solltet ihr einer dieser Fahrzeuge in Besitz haben oder einen Produktionsplatz ergattert haben, dann sind wir sehr interessiert an dem Ankauf dieser. Den Link hierzu findet ihr in der Videobeschreibung. Von dieser Nachfrage sind überwiegend neue Fahrzeuge mit Auslieferungskilometer oder neuwertige Fahrzeuge betroffen, wie unser GT C4 Lusso V12, den wir tatsächlich letzte Woche nach Dubai verkauft haben. Wie wirkt sich diese ungebremst hohe Nachfrage aus diesen Märkten auf den Sportwagenmarkt 2024 aus? Aus unserer Sicht resultiert dies in weiterer Stabilisierung der Marktpreise und Entschleunigung der Abwertung, die wir seit dem 4. Quartal 2023 gesehen haben. Für Inhaber eines dieser Modelle oder eines anderen limitierten Modells bedeutet es, dass er jetzt noch von extrem hohen Verkaufspreisen profitieren und sich eine satte Rendite sichern kann. Für Käufer im Inland bedeutet es, dass wohl noch einige Zeit vergehen wird, bis diese Modelle sich den Listenpreisen annähern. Also wir sehen, dass der Markt sich bei vielen Modellen zunehmend ausdünnt, gleichzeitig neue Modelle in den Startlöchern stehen, deren Akzeptanz am Markt noch unklar ist. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die älteren Fahrzeuggenerationen, die richtig puristischen Sportwagen, weiterhin an Fahrt aufnehmen, die Nachfrage ungebremst ist und die Preise steigen. Gleichzeitig kommen einige neue Modelle, die jetzt schon unglaublich gehypt sind auf den Markt, wie der Lamborghini Revuelto, der Ferrari Purosangue oder auch der GT2 RS. Diese Fahrzeuge haben das Potenzial, den Markt richtig anzukurbeln. Zudem sehen wir weiterhin eine ungebremste Nachfrage aus Exportmärkten an besondere Fahrzeuge wie dem 992 GT3 RS. Aber lasst uns das einmal noch zusammenfassen und abschließend einordnen. Wir erkennen, dass eine allgemeingültige Beurteilung des Current State des Sportwagenmarktes kaum möglich ist und sehr stark nach Hersteller und Modell differenziert werden muss. Wir erkennen auch, dass jedem Segment andere Einflussfaktoren unterliegen und sich die Preisentwicklung damit sehr unterschiedlich gestalten wird. Ja, allgemein schauen wir sehr positiv auf 2024 und ja, es wird auch Märkte geben, die sich negativ entwickeln werden. Aber 2024 hat definitiv das Zeug dazu, einer der spannendsten Jahre überhaupt zu werden. Also begleitet uns auf unserer Mission, Transparenz in den Sportwagenmarkt zu bringen und abonniert den Kanal für weitere Insights. Wir freuen uns auf eure Fragen und auf die nächsten Videos.